Der Held unseres Artikels ging einen Hügel auf einem Golfplatz hinauf, als er plötzlich eine Gruppe kleiner Entenküken neben ihrer toten Mutter sah. Die Küken rannten direkt auf die Straße zu, aber er trieb sie schnell zurück. Der Mann beschloss, dass er nicht umsonst auf diese Entenküken gestoßen war, und entschloss sich, ihnen zu helfen, ohne ihre Mutter zu überleben und ihnen ein neues Zuhause zu finden. Er besorgte sich einen Pappkarton und brachte sie mit nach Hause. Die weitere Geschichte wird aus der Sicht des Retters der Entenküken erzählt. Nachdem ich sie von der Straße weggetrieben hatte, drängten sie sich in die Ecke der Garagentür. Ich merkte, dass ich keine Behälter hatte, in die ich die Entenküken setzen konnte, aber ein Mitarbeiter des Golfplatzes gab mir einen Pappkarton. Hier drängten sich 7 Entenküken in die Ecke des Pappkartons, um sich zu wärmen und weniger Angst zu haben. Nachdem ich zu Hause angekommen war, halfen mir meine Frau und meine Töchter, ein provisorisches Zuhause für die Entenküken zu bauen, indem sie zuvor ein Handtuch auf den Boden legten. Wir stellten schnell fest, dass diese Kerle wirklich hoch springen können. Meine Töchter fanden schnell einen Weg, alle ihre Versuche zu blockieren, aus dem Haus zu springen, während ich daran arbeitete, ein besseres Zuhause für sie zu schaffen. Ein kleines Entenzimmer mit Infrarotlampe. Ich räumte eine Ecke in der Garage frei, um ihnen ein Zuhause zu schaffen. Sie fügten sich recht schnell ein, tranken Wasser und setzten sich nach dem Trinken in die Wasserschalen. Ich ging in ein lokales Zoogeschäft und kaufte ihnen etwas Futter. Sie überlebten die Nacht. Wir taten alles für sie, um sie zu füttern und zu tränken und um sie warm zu halten, aber wir waren uns bis zum Schluss nicht sicher, ob sie nach dem erlittenen Stress überleben würden. Jetzt mussten wir ihnen ein neues Zuhause finden. In der Nähe fand ich ein lizenziertes Zentrum, das sich mit der Rehabilitation von Wildtieren befasste, um sie später wieder in die freie Wildbahn zu entlassen. Wir versammelten uns als ganze Familie und machten uns auf den Weg zu diesem Ort. Wir setzten die Entenküken in einen Karton und legten zur Weichheit und Sicherheit ein weiches Handtuch auf den Boden des Kartons. Das Rehabilitationszentrum war 20 Autominuten von meinem Haus entfernt. Keines meiner Töchter wollte sich von den Entenküken verabschieden, aber wir alle verstanden, dass dies für sie das Beste wäre. Als wir dieses Schild sahen, wussten wir, dass wir schon fast da waren. Und nachdem wir den Pfau gesehen hatten, waren wir zu 100% sicher, dass dies genau der Ort war, den wir suchten. Hier ist einer unserer beliebtesten Bewohner des Zentrums, wenn Sie nur hören könnten, welche wundervollen Geräusche er von sich gab. Meine 8-jährige Tochter sagte, dass sie, wenn sie erwachsen sei, sich um Tiere kümmern wolle. Sie war einfach überglücklich, in diesem Zentrum zu sein. Das letzte Foto ist der Ort, an dem die Entenküken jetzt leben werden und an dem sie entsprechend versorgt werden. Nachdem sie aufgewachsen sind, werden sie in ihre natürliche Umgebung entlassen. Sie hätten niemals alleine überlebt. Gut, dass es solche Menschen gibt, denen es nicht egal ist.